Ich wollte wissen, was passiert, wenn ich mich 30 Tage lang täglich für 20 Minuten auf diese Stachelmatte lege. Ich glaube, das wird ein richtig gutes... Hi, ich bin Josef. Danke an meine Supporter, die diese Videos mit möglich machen. Das ist eine Nadelmatte. Vielleicht kennt ihr sie auch unter einem dieser Namen. Auf dem weichen Stoff sind etliche spitze Plastiknoppen, auf die man sich bei Schmerzen, Unwohlsein oder zur Meditation legen soll. Das Konzept dieser Matten basiert auf Akupressur, eine tausende Jahre alte Druckpunktmassage der traditionellen chinesischen Medizin. Aber bringt diese Matte wirklich was? Die Wissenschaft ist sich uneins, aber trotzdem haben diese Matten einen ziemlichen Hype. Und Menschen, die sich regelmäßig dem Schmerz dieser Stacheln stellen, berichten von weniger Stress, bessere Energie, weniger Angstzustände, bessere Durchblutung, weniger Schmerzen, besserer Schlaf, weniger Magenprobleme, bessere Beweglichkeit, weniger Kopfschmerzen. Wegen meiner aktuell häufigen Kopfschmerzen wurde mir diese Matte von meiner Ärztin empfohlen. Denn meine Kopfschmerzen sind wohl stressbedingt und vielleicht schnell loszuwerden. Allerdings habe ich eine sehr geringe Schmerztoleranz. Einfach hinlegen. Genau das werde ich machen und untersuchen, was sich konkret bei mir verändert. Ich habe zum Jahresende immer mehr Stress, hätte gern genug Energie und habe aktuell überraschend oft Kopfschmerzen und bin sehr verspannt. Und all das gehe ich jetzt an. Die Regeln sind einfach. Ich lege mich mit nackter Haut auf die stachelige Matte und warte 20 Minuten. Damit startet meine erste Stichprobe. Meine Gesichtsmuskulatur betreibt Hochleistungssport und mein Gehirn fragt sich, was das alles soll. Alles in allem ist es... Es braucht ganz schön Überwindung, auf den Stacheln liegen zu bleiben und nicht dem Instinkt zu folgen, sofort wieder aufzustehen. Es tut einfach alles weh und gleichzeitig wird mein Rücken so heiß. Warum eigentlich? Durch den Druck der Kunststoffspitzen auf Rücken und Nacken wird die Durchblutung angeregt. Die Muskeln werden warm und mit mehr Sauerstoff versorgt. Und gegen die schmerzenden Stiche schickt der Körper schmerzlindernde Botenstoffe. Die sind vor allem dafür verantwortlich, dass nach der Sitzung Glückshormone ausgeschüttet werden, wenn sich der Körper wieder entspannt. Stresshormone werden reduziert und das allgemeine Wohlbefinden steigt. Also mein Rücken fühlt sich ganz weich an, als wäre er massiert worden. Ich habe gar nicht gemerkt, wie verspannt ich war. Und das mache ich jetzt jeden Tag. Für mehr Wohlbefinden, Glückshormone und Entspannung. Denn die brauche ich auch, weil am 3. Tag holen mich meine Kopfschmerzen ein. Ich habe heute ziemliche Kopfschmerzen, also ab auf die... Mit der Zeit gewöhnt sich meine Haut an die stachelige Routine und bereits am 3. Tag schmerzt es nur noch ein paar Sekunden. Mit Kopfschmerzen liege ich auf der Matte und bin durch den leichten Schmerz abgelenkt. Und als ich von der Matte steige, spüre ich tatsächlich eine deutliche Entlastung. Wenn man später von der Matte steigt, ist es manchmal schlimmer, als wenn man sich drauflegt, wenn man nochmal so richtig sich reindrückt in die Stacheln. Das ist ja schön, Josef, aber es geht gerade um die deutliche Entlastung, von der du erzählen wolltest. Meine Kopfschmerzen sind jetzt quasi so gut wie weg. Der Effekt ist mega gut. Habe ich hier eine effektive Methode gegen meine Kopfschmerzen gefunden? Der Stress ist gleich geblieben, ich fühle mich insgesamt aber etwas fitter, aber meine Kopfschmerzen und Verspannungen verbessern sich erheblich. Ich beende die erste Woche mit einem sehr guten Gefühl und einem weiteren Effekt. Mir ist heute erst aufgefallen, dass ich besser schlafe. Also ich schlafe nicht schlecht, abgesehen von manchen Experimenten, aber im Moment schlafe ich irgendwie tiefer. Ich habe mich gestern nochmal vorm Schlafen auf die Matte gelegt und das war richtig gut. Ich bin irgendwie viel besser runtergekommen nach dem Tag und bin dann auch sehr viel schneller eingeschlafen. Das ist ja super. Und ich brauche dazu nichts außer dieser 15-Euro-Matte? Ist dieses Ding jetzt die Lösung für meine stressbedingten körperlichen Probleme oder nur angenehmer Placebo-Effekt? Zur wissenschaftlichen Nachweisbarkeit komme ich gleich noch. Die ist nämlich kompliziert. Und während ich jeden Tag meine Schmerztoleranz erweitere und die vielen kleinen positiven Veränderungen bemerke, habe ich keine Ahnung, was mich da noch erwartet. Also konzentriere ich mich erstmal auf das Angenehme. Erst bin ich so angespannt, es tut ja auch weh, aber dann driften die Gedanken langsam ab und nie in Negatives oder Stress, sondern immer in was Schönes. Vielleicht, weil der Körper eh schon im Stressmodus ist wegen dem Schmerz und dann sich halt denkt, jetzt nicht noch zusätzlich mentalen Stress verursachen, sondern Entspannung suchen. Das hilft auf jeden Fall dabei, das auszuhalten. Aber es gibt auch Tage, da tut's einfach nur weh. Heute war es richtig schlimm. Heute war es schlimmer als an Tag 1. Ich habe keine Ahnung warum, aber es hat heute richtig wehgetan. Und dann nutze ich die Gelegenheit und versuche mich abzulenken mit Wissen.
Ihr kennt vielleicht noch den Neurowissenschaftler Henning Beck, der mich schon öfter in Videos unterstützt hat. Das hat er auch hier wieder, wenn auch anders als sonst. Sein neues Buch 12 Gesetze der Dummheit beschreibt Denkfehler, die immer wieder dazu führen, dass wir uns unvernünftig verhalten, und es zeigt gleichzeitig Wege auf, wie wir diese Fehler zukünftig verhindern. Seit ich das Buch gelesen habe, erwische ich mich immer wieder dabei. Einfach weil mein Gehirn bestimmte Denkprozesse falsch gelernt hat und ich die jetzt umlernen kann. Und nein, beim Liegen auf der Matte kann man nicht entspannt lesen. Daher hat mir Henning Beck das Buch persönlich vorgelesen auf Bookbeat. Die simple und effiziente Lösung, Bücher auch in ungewohnten Situationen zu lesen. Die Auswahl ist super, die Hörbücher sind toll gelesen und außerdem gibt es neben E-Books auch noch tausende Hörspiele. Und falls ihr die zum Einschlafen hören wollt, nutzt einfach die Schlummerfunktion. All das könnt ihr mit dem Code Josef jetzt 2 Monate lang kostenlos testen und dort auch Hennings vorletztes Buch genießen. Danke an Bookbeat für die produktive Ablenkung meiner... Die Wissenschaft erforscht diese Matten und ihre Wirksamkeit bereits lange und bestimmte Effekte konnten auch klar nachgewiesen werden, wie zum Beispiel die therapeutische Wirkung bei Rücken- und Nackenschmerzen. Für eine Studie der Universität Duisburg-Essen legten sich Menschen mit chronischen Schmerzen für 14 Tage täglich auf eine solche Matte. 96% hatten anschließend weniger Schmerzen und fühlten sich entspannter. 81% berichteten von besserem Schlaf. Das klingt ja für Rücken- und Nackenprobleme super. Meine Verspannungen sind weg und tauchen nur noch abends nach viel Sitzen auf. Dann lege ich mich manchmal noch ein zweites Mal auf die Matte. Meine Kopfschmerzen werden verlässlich reduziert und treten insgesamt seltener auf. Mein Energielevel geht langsam hoch und mein arbeitsbedingter Stresslevel sinkt auch ganz langsam. Inzwischen sieht das ja alles sehr entspannt aus. Aber schläft man da nicht ein? Nein. Zumindest ist mir das bis jetzt nicht passiert. Die Spitzen halten mich wach und auch wenn ich entspanne und gedanklich abdrifte, schlafe ich nie ein. Ich erlebe einen sehr bewussten und wachen Zustand, der streng genommen körperlicher Stress ist. Das ist aus wissenschaftlicher Sicht auch einer der Gründe, warum danach die Entspannung höher ist. Und danach ist man immer in so einem schönen, weichen Zustand. Wie nach so einer richtig heißen Dusche, aber ohne dass einem danach kalt wird. Tatsächlich sind diese Matten aber auch nicht ungefährlich. Dazu komme ich später noch im Detail. Ich bin heute immer müder geworden über den Tag und habe mich dann einfach 5 Minuten mit nackten Füßen auf diese Matte gestellt. Und bin jetzt wieder richtig wach. So vielseitig einsetzbar das Ding. Auch die zweite Woche verläuft erfolgsversprechend und der Einsatz der Matte scheint mir wirklich zu helfen. Aber korrekte wissenschaftliche Nachweise für die Wirksamkeit der Matte bleiben begrenzt. Die meisten Studien untersuchen nur kleine Gruppen oder stützen sich auf anekdotische Beweise. Also, das sind die persönlichen Erfahrungsberichte von Menschen. Das ist nett, aber keine wissenschaftliche Grundlage für konkrete Aussagen. Dazu kommt, dass viele Studien darauf hinweisen, dass die Matte bei gesunden Menschen keinen Vorteil hat und bei Menschen mit Schmerzen eventuell auch die bewusste Entspannung für die positive Auswirkung verantwortlich ist und nicht die Matte. Moment, heißt das, dass all die Veränderungen vielleicht nicht durch die Matte, sondern einfach nur das Liegen ausgelöst wurden? Dann kann ich mir die Schmerzen ja sparen. Und um das zu testen, habe ich in der 4. Woche jeden Tag 20 Minuten auf dem harten Boden gelegen. Und das hat einiges aufgewirbelt. Das war völlig anders. Ich kann es nicht beschreiben. Es war auf jeden Fall ganz anders als sonst. Der Effekt ohne Matte verwirrt mich erstmal, führt aber im weiteren Verlauf der Woche zu einer erheblichen emotionalen Verschlechterung. Das tägliche Liegen ohne Matte löst in mir eine tiefe Trauer aus. Ich wusste erst überhaupt nicht, was hier passiert und wie auf der Matte liegen und traurig werden zusammenhängt. Daher habe ich mit einer befreundeten Psychologin telefoniert. Kurzer Hinweis, die Matten sind nicht für jeden Menschen geeignet. Wer damit zu tun hat, sollte die Finger davon lassen oder zumindest vorher ärztlichen Rat einholen. Weiter geht's. Warum werde ich in dieser Woche so traurig? Wenn wir uns auf den Boden legen und starke Emotionen in uns aufsteigen, kann das ein Hinweis auf unverarbeitete Gefühle sein. In meinem Fall unverarbeitete Trauer. Durch die täglich wiederholende Übung habe ich mich immer wieder einer unverarbeiteten Situation ausgesetzt, die ich in meinem Alltag bewusst verdrängt habe. Das zu erkennen und zu verstehen, hat aber gedauert. Und so verändern sich in der letzten Woche noch einmal alle meine Werte und zum ersten Mal sinkt auch der Stress spürbar. Dazu kommen aber Verspannungen und Kopfschmerzen wieder häufiger dazu.
Diese Matten sind bestimmt kein Wundermittel, aber mir helfen sie bei Kopfschmerzen und Verspannungen. Und müde mit nackten Füßen draufstehen macht auch ganz schön wach. Laut Forschung sieht es aktuell so aus. Auch wenn es nicht genug Forschung zu den Vorteilen der Matten gibt, sind sie ein kostengünstiges, sicheres und leicht zu nutzendes Werkzeug, das sich auszuprobieren sicher für viele Menschen lohnt. Für mich hat es sich gleich doppelt gelohnt. Meine Kopfschmerzen sind sehr viel seltener und ich wurde nochmal klar darauf hingewiesen, mich mit einer sehr traurigen Geschichte zu befassen, die ich offenbar noch nicht verarbeitet habe. Im Dezember gibt es übrigens wieder eine Limited Edition von meinem Merch. Außer ihr habt euch den Spruch schon tätowieren lassen, dann könnt ihr das ja festlich schmücken. Bis bald.